Hallo ihr Lieben, heute möchte ich was Schönes, Spaßiges machen. Und zwar möchte ich experimentieren mit verschiedenen Mitteln und verschiedenen Farben mit diesen Sketchpads vom Action, die man da für 99 Cent kaufen kann. Die Inspiration dazu habe ich von Ausras Naras, und zwar habe ich die bei Facebook gesehen. Und die färbt also mit diesen kleinen Blöckchen und auch mit Seidenpapier und mit Eukalyptus und Essig und und Blättern und allen möglichen Dingen experimentiert die auch ganz viel. Und die hat super faszinierende, farblich ganz tolle Papiere damit hergestellt. So, und also die erste Idee, auf die ich selber, glaube ich, nie gekommen wäre, ist, diese kompletten Dinger quasi zu füllen und dann so im Ganzen zu kochen. Ne? Da wäre ich von selber, also im Leben nicht drauf gekommen. Das ist schon mal das Erste. Ich habe jetzt nicht weiter nachgefragt, was sie alles, wie sie das genau macht und so weiter, weil ich damit auch experimentieren möchte. Also, ich mache das jetzt wie folgt. Ich nehme mir jetzt diesen Block, fange hinten an und lege da jeweils was drauf, vielleicht so. Und hoffe dann, wenn ich das dann zubinde am Schluss und koche, dass dann von außen die Farbe hier reingesaugt wird und dass dann quasi, wo der Schmetterling dann ist, die Fläche heller bleibt. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wie gesagt, es ist ein Experiment und da freue ich mich so richtig drauf. Also ich werde jetzt hier erstmal diesen Block jetzt quasi befüllen mit verschiedenen Dingen, die ich so habe. Ich blende euch das im Zeitraffer einfach mal schnell ein, ne, wie ich das mache. Und ja, damit ihr seht, was ich benutzt habe, aber ihr nicht gelangweilt seid. Benutzen werde ich dazu einmal so kleine Holzfigürchen, so Holz ausgeschnitzte Blümchen. Dann habe ich hier, weiß nicht, irgendwie, das waren mal so Mobilis zum Aufhängen. Hier ausgestanztes Zeug und die Reste davon. Und auch hier, wenn ich so mit einem Kreisstanzer Dinge ausgestanzt habe. Dieses hier, das finde ich auch toll. Das ist so von Tomate, Apfelpackung oder sowas, irgendwie so Pappausschnitte. Ne? In diesem Fall, da ich ja die Flüssigkeit dann kochen werde, kann ich nichts nehmen, was irgendwie Kunststoff hat oder sowas. Ne? Also so Luftpolsterfolie und so eine Dinger oder auch meine Schablonen lege ich da nicht rein, weil da weiß ich nicht so richtig, ob das gut funktioniert. Deswegen bin ich hier auf Spitze umgestiegen. Ich habe mir also von jeder Menge Spitze, die ich habe, hier einfach so kleine Stücke ausgeschnitten, ne, die ich da so zwischenlegen werde. Dann habe ich hier noch irgendwie so einen Rand von so einer Spitze, ein paar Puzzleteile, allein wegen der Form. Und dann wegen der Farbe. Und hier so ein bisschen so Seidenpapier und Transparentpapier. Also ich hoffe mal, dass das auch alles ein bisschen ausblutet, sodass ich an der Stelle dann ein bisschen farbige Seiten noch habe, so ein bisschen Farbgestaltung. So, jetzt stoße ich langsam an meine Grenzen. Das puffert alles sehr, sehr auf durch die Spitze und sowas. Das ist sehr dick. Also ich kriege hier gar nicht alles voll. Das heißt, jetzt überlege ich, lasse ich die jetzt drin und sich so voll saugen? Nein. Ich nehme die ersten Seiten jetzt raus und mache damit dann was anderes. Also das oberste Blatt lasse ich jetzt. Das kann hier ja noch mit gefärbt werden. Da können wir ja noch irgendwie, weiß ich nicht, 3 Blümchen mit reinlegen. Und dann presse ich das so zu, denn ich habe ja viele Sachen lose drin liegen. Ich möchte ja nicht, dass die jetzt durch die Gegend schlackern. Und das binde ich jetzt zu mit, das ist so ein Saumband irgendwie. Das habe ich schon mal so ganz leicht türkis gefärbt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das reicht mir sowieso nicht. So,
Das binde ich hier jetzt richtig schön fest zu. Okay, so in der Form mache ich mir jetzt noch ein zweites. Ich habe ja jetzt auch noch Dekoration und so weiter über, weil ich habe so eine große Kasserolle und da passen auch zwei nebeneinander rein. Und wenn ich sowieso jetzt irgendwie 2 Stunden koche oder sowas, dann kann ich ja wenigstens gleich 2 machen. Wir sind jetzt hier in der Küche. Ich habe die beiden Hefte jetzt in diese Kasserolle gepackt. Dann habe ich hier Zwiebelschalen, getrocknete. Dann habe ich hier schwarzen Tee. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kurkuma und Essig und Wasser. So, und dann kippe ich jetzt hier quasi einfach Wasser hier oben drüber, sodass bis die Bücher gerade überdeckt sind. So mache ich gleich. Und dann fülle ich diesen ganzen Kram hier in Teebeutel rein, damit die Zwiebelschalen nicht hier irgendwo drin rumpaddeln und sich dann noch an die Seiten kleben oder sowas. So, ich habe jetzt hier 2 Teebeutel, die habe ich oben zugetackert, damit das Zeug nicht wieder rausfallen kann. Die schmeiße ich hier jetzt einfach mit rein. So, dann nehmen wir Kurkuma und machen das mal beherzt. Dann, also es ist alles frei nach Nase, ne? Also ich könnte das jetzt so 1:1 nicht wieder nachmachen. Dann kippen wir irgendwie einfach mal Essig dazu. Und dann, ich habe ja schwarzen Tee drin. Und ich glaube, das muss man ja auch ein bisschen, das ist ja jetzt ein saures Milieu und ich glaube, da muss man ja ein bisschen mehr, das Ganze ein bisschen mehr ins Basische verschieben. Ich nehme jetzt hier einfach Kaisernatron, also ich fülle mir das immer hier so in so einen Streuer und kippe da jetzt einfach mal was rein. Wie gesagt, ist ein Experiment. So, dann machen wir den Herd mal an. Und weil das ganze Zeug jetzt hier auch immer wieder so hoch schwebt, ne, werde ich das jetzt noch ein bisschen beschweren. Und zwar hiermit. Passt das überhaupt rein? Oh, es passt gar nicht rein. Oh wei. Ja, doch so. Das ist so eine Schraube vom Strand aus der Normandie oder aus der Bretagne. Ist total verrostet, bringt also auch noch das Rostmilieu hier mit rein. Ich bin gespannt. Das Ganze jetzt 2 Stunden und dann schauen wir mal. So, jetzt holen wir die Dinger mal raus. Eins habe ich hier schon ein bisschen hochgehoben. Legen das hier mal. Und Wasser ist noch ziemlich heiß. So. Heiß. Okay. Und hier ein bisschen abtropfen. Heiß. Ja, und rüber. So, jetzt haben wir die Blöcke hier, die sind noch pitschnass. Ich möchte aber gerne diese Stoffdinger und so innen drin rausnehmen, damit das besser trocknen kann. So, dann nehme ich mir eine Schale, wo ich die nassen Spitzen und so mit rein tue. So. Es ist ziemlich gelblastig geworden und da, wo der Rost direkt dran war, ist es jetzt so dunkel, ne? Wie wir das vom Rost auch kennen. So. Das ist der Deckel. Ich lege das mal so rum. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig aufpassen, dass wir die Seiten nicht kaputt machen. Ja. Wieso habe ich denn hier freie Seiten? Die habe ich doch alle rausgerissen. Hier sieht man richtig schön die Blumen.
Hier auch. Das ist das gelbe Seidenpapier. Ne, gelbes hatte ich ja gar nicht. Das muss das grüne gewesen sein, oder? Also das ist ja auch schon alleine toll. Das muss ich auch verwahren. So. Also allein der Stoff ist ja schon total schön gefärbt, ne? Das ist ja noch so der Bonus on top. Nicht nur die Seiten, sondern die Stoffe sind ja auch schön gefärbt. Okay, also das ist schön, aber nächstes Mal werde ich hier auch irgendwie Blümchen oder irgendein Muster mit reinlegen, damit mit dem Grün, damit man hier damit noch Struktur macht. Ist das nicht schön hier? Das ist doch auch irre, oder? Guck mal hier, die tollen Abdrücke. Das kommt, glaube ich, daher, weil dieses Deckchen vorher schon mit Kaffee gefärbt war. Das heißt, wenn man kaffeegefärbte Strukturen hat, dann färbt das hier noch so mit so schönen Linien ab. Toll, oder? Das ist ja auch schön. Also dieses, war das orange? Das war doch eigentlich orange. Wieso färbt das denn hier so pink? Also das hier war das orangefarbene Pergamentpapier. Finde ich total schön. Färbt auch so einen Pinkton. Super schön. Okay. Das ist auch schön hier mit den Blumen. Und hier kommt ein bisschen Blau durch. Das ist von dieser Bordüre hier. Oder es kommt von dem Grün noch. Boah. Hier das gleiche. Das ist auch was von diesem diesem Pergamentpapier, das ich habe. Das färbt total schön. Da habe ich leider nur 2 Farben, aber die sind dafür richtig gut. Was war das rosafarbene Seidenpapier? Okay, also den Vogel und so erkennt man nicht, aber die Blume und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Struktur. Das sieht doch auch toll aus, ne? Oh. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist doch auch schön, ne?
Das hier hat irgendwie gar nichts bewirkt, aber die Seite sieht trotzdem toll aus, was wiederum an diesem Seidenpapier liegt. Oh, das ist so schön. Hier das Herz. Und hier. So. Hier ist interessanterweise der Abdruck nach oben besser geworden, ne? Weil man durch dieses rosa Seidenpapier darunter die Abdrücke hier schön sieht. Also erstes Fazit. Die Seiten, wo die Seidenpapier gelegen hat, sind sehr, sehr schön bunt und kräftig und in meinen Augen auch interessanter geworden. Zweites Resümee: auf den Seiten, wo das bunte Papier ist, auch noch Strukturen mit drauflegen, ne? Dann bekommt man hier sowas bei raus. Und drittes Resümee: insgesamt nicht so voll packen, also nicht zu viel Spitze, weil man dann, wie wir es ja hatten, das Phänomen hat, dass der Block zu sehr aufpuffert, ne? Und man nicht alle Seiten befüllen kann. So, das werde ich jetzt erstmal trocknen und dann können wir uns die Seiten nochmal im trockenen Zustand angucken. So, das sind jetzt die beiden Blöcke. Die sind so ja, einigermaßen angetrocknet, sage ich jetzt mal. Ich blätter nochmal ganz kurz durch. Also wie man sieht, kann man die richtig schön verwenden, sind schön abgegranscht, aber das Ganze hat noch nicht genug Krawum. Und deswegen machen wir jetzt nochmal einen Versuch. So. Also von den Spitzen, hier sind die Herzen von der Apfelpackung. Also die Spitzen, das ist nicht so ganz durchgekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also die Farben sind schon trotzdem toll, ne? Aber wie gesagt, ich mache jetzt nochmal einen Versuch mit Rost, der das Ganze noch ein bisschen kräftiger werden lässt. So, also der Plan ist, das gleiche nochmal. Übrigens das Seidenpapier, das ist auch teilweise richtig schön geworden. Und die Spitzen selber haben jetzt natürlich auch total interessante Färbung. Also von daher war das jetzt kein hier ab und zu, also einer der Teebeutel ist doch kaputt gegangen. Jetzt habe ich immer doch so ein bisschen dazwischen. Okay, so, dann machen wir das Ganze nochmal. Und dieses Mal möchte ich dieses angesetzte Rostwasser nehmen, das ich habe. Da sind also auch rostige Teilchen noch drin und das steht schon bestimmt ein halbes Jahr. So, das heißt, diese Flüssigkeit kommt gleich in die Wanne. Dann kommt dazu noch Pulverkaffee. Und hier ist noch, sieht man so eine rostige Schnalle und so. Die Sachen werde ich hier jetzt mit auf die Seiten legen. Und dann wieder, wie gehabt, hier diese Muster und sowas dann drauflegen, ne? Puzzleteile und auch ein bisschen Spitze, aber nicht so viel wie eben. Und dann möchte ich das Ganze noch mehr einfärben. Also von außen soll es dann vollgesogen werden mit dem Rostwasser, das ist der Plan. Und von innen mache ich, fangen wir mal einfach schon mal an hier. So, wenn das die erste Seite ist, legen wir mal ein paar Teile hin. Bisschen Kurkuma, so das quasi in die Mitte, das lasse ich jetzt da. Und nicht einatmen. Und von außen soll sich dann das Rostwasser reinsaugen. Also der Plan ist dann, dass es innen hell und gelb ist und von außen dunkel wird. Schauen wir mal, ob das funktioniert.
So, also mit Kurkuma möchte ich machen und dann auch wieder mit Seidenpapier. Dieses Mal so in die Mitte. Und dann legen wir hier mal so ein paar Puzzleteile hin. So. Und dann auch noch mal diese Dinger und ein bisschen grün. Und dann noch mal eine Spitze und ein bisschen rosa. Also so in dem Turnus mache ich das jetzt weiter und dann sehen wir uns unten in der Küche. So, die beiden Bücher sind wieder in der Wanne. Dann kommt da jetzt das Rostwasser dazu. Am besten mit dem ganzen Kram. Okay. Dann Wasser, bis alles überdeckt ist. Muss noch ein bisschen mehr. Und dann so ein Pulverkaffee. Da habe ich nur noch den Rest. Da kommt jetzt der komplette Rest rein, oder? Ah, müsste eigentlich schon reichen. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Wasser zu und dann machen wir das Ganze nochmal an. So, das ist jetzt aufgefüllt mit Wasser. Und damit die Blöcke nicht immer nach oben treiben, kommt da jetzt wieder die rostige Schraube drauf. Das sind jetzt die beiden Bücher, frisch aus der Lösung. Ich hatte übrigens noch meine Blätter, die ich zum Aquarellfärben benutzt hatte, die habe ich da auch noch zwischengelegt. Das hier ist einfach Kurkuma. Der hat sich hier irgendwie so als Klümpchen gebildet. Kommen wir zu den Ergebnissen. Also mit das Tollste an der ganzen Geschichte finde ich, dass die ganzen Spitzen und Bänder und sowas jetzt so toll gefärbt sind. Also die haben so einen richtig schönen Grunge-Look. Die kann man also noch richtig toll verwenden. Das ist also ein richtig schöner Nebeneffekt. So, dann das Seidenpapier. Teilweise kann man das auch noch schön weiternehmen, ne? Auch mit einer ganz tollen Färbung. Diese Blüten, die sind auch alle unterschiedlich. Hier sieht man ja, das ist mehr rötlich, mehr ins Gelbliche, mehr grünlich. Die kann man jetzt also als Focal Points oder so auch wunderschön aufkleben und die haben eine tolle Färbung. Dann hier diese Musterschablonen und so, die haben auch ganz schöne Schattierungen jetzt bekommen. Hier der Schmetterling, der war vorher weiß, der hat jetzt so ein tolles Grün. Also das ist richtig schön. Und dann gucken wir uns nochmal, also ich verschone euch jetzt mit, das sind ja jetzt hunderte von Blättern, ne? Also ich habe nur mal so ein paar jetzt rausgesucht. Das sind die beiden ersten Blöcke. So, da habe ich diese Seite rausgesucht. Finde ich sehr schön. Und diese, das sind die mit den Blumen. Hier schöne Schattierung mit dem Seidenpapier und noch ein paar Puzzleteile. Die Lochmuster. Hier das
Das ist von der Apfelpackung, ne? Also Pink Lady hat immer so einen Pappkarton drumrum mit so einem Herz und diesen Figürchen. Das hier ist so eine Spitze, hier kann man die schön erkennen. Hier wieder so ein paar Blumen und dann dieses Seidenpapier färbt teilweise auch ziemlich gelb. Finde ich auch sehr interessant. Hier auch wieder Puzzleteile. Und das Interessante ist, hier sind die ins Gelbliche und hier sind sie grünlich, ne? Also teilweise auch je nach Seite unterschiedliche Kontraste. Das gleiche hier. Hier ist es mit rosa und hier ist es mit grün-gelb. Und hier sieht man auch schön die Strukturen von der Spitze. So, und die anderen, die sind auch nicht allzu grungiger geworden. Also ich denke mal, diese Röst-Kaffeemischung, die war ein bisschen zu stark mit Wasser verdünnt, ne? Also das hat es jetzt nicht so rausgerissen. Also letzten Endes der Unterschied zu dieser Version ist nicht so sonderlich groß. Ja. Dann haben wir hier diese Schablone mit den Vögelchen. Hier wieder Puzzleteile, auch das Interessante in rosa und in grün. Der Schmetterling. Auch wieder die Löcher. Ach ja, und hier die Blätter. Ich hatte das sind Blätter, die ich mal mit dieser Metallic Aquarellfarbe bestrichen hatte. Die hatte ich hier noch rumliegen. Da hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht und die lagen hier noch auf dem Tisch. Die hatte ich hier auch so zwischengelegt. Und die finde ich wiederum richtig grungig. Also die sind echt schön geworden. Hier. Hier. Das hier ist auch wieder von so Spitze. Und hier auch, ne? Und da sieht man hier auch wieder gelb und grün. Ja, also im Großen und Ganzen habe ich jetzt viele Blätter und vor allem auch ganz, ganz viel Spitze, die ich schön verwenden kann. Von daher hat sich das schon gelohnt. Ob ich das mit diesem kleinen Büchlein nochmal machen werde, weiß ich nicht, weil die Seiten sind natürlich im Verhältnis klein. Und das Praktische ist zwar, dass die jetzt hier so zusammenhängen, also man kann sie auch gut verwahren, aber ob das jetzt die Vorteile wieder aufwiegt, also weiß ich nicht, ob ich das unbedingt nochmal machen werde. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Vielen Dank, liebe Ausra, für diese schöne Idee und Inspiration. Dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Bis dann. Tschüss.